Du warst bestimmt schon oft in der Situation, dass du was sagen wolltest, in einem Gespräch oder Meeting, aber einfach nichts rauskam. Der Moment war vorbei, alle haben weitergeredet, nur du nicht. Ein häufiger Grund dafür ist, dass dir automatisierte Redemuster fehlen. Und heute gebe ich dir in diesem Video 4 typische deutsche Sätze, sogenannte Chunks, die du benutzen kannst, sowohl in Business-Meetings als auch im Privatbereich, um souverän zu kommunizieren, dass du ein bisschen Zeit zum Nachdenken brauchst. Wenn du das tust, wirst du wahrgenommen als Person, die fließend Deutsch sprechen kann. Und wenn du diese Sätze möglichst akzentfrei auf Deutsch sagst, dann natürlich umso mehr. So, starten wir gleich mit dem ersten Satz. Da muss ich kurz überlegen. Was du hier pink siehst, diese Linie, das ist die Melodie. Ja, und vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, als ich den Satz gerade zweimal gesagt habe, dass ich am Ende mit der Stimme wieder nach oben gegangen bin. Der Satz, das ist hier so groß markiert, hat eine Akzentsilbe, das ist der Hauptakzent, der ist auf dem Verb, also dort auf der Silbe le. Und da gehe ich mit der Stimme ganz weit nach unten. Vorher ist die Melodie, bewegt sie sich so, dass sie nahezu linear abfällt. Da muss ich kurz überlegen. Diese Silbe ist sehr tief. Und dann kehre ich zurück mit der Stimme in die mittlere Sprechstimmlage. Da muss ich kurz überlegen. Achte im Verb drauf, dass wir hier die E-Schwaltilgung haben. Ja, also dass wir am Ende in dieser allerletzten Silbe kein Vokal haben, kein E-Schwa und schon gar kein offenes Ä. Ja, also nicht überlegen, sondern überlegen. Der Vokal hier in der betonten Silbe ist ein gespanntes E und es ist ein langer Vokal. Also achte drauf, vor allem wenn deine Muttersprache Russisch, Ukrainisch, Polnisch ist, aber auch andere Sprachen, in denen es den Unterschied zwischen langen und kurzen Vokalen nicht gibt, dass dieser Vokal hier wirklich lang ist. Es ist E, E, E. Also der vordere Teil deiner Zunge sollte sich schon relativ weit anheben zum vorderen Gaumen. Da muss ich kurz überlegen. Ja, dann achte darauf, dass du hier die beiden Vorkommen des Buchstaben R vokalisch sprichst. Also, dass du kein R und auch kein R sprichst, sondern wirklich einen Vokal, den nennt man A-Schwa. Dazu gibt es auch Videos schon auf meinem Kanal, da kannst du gerne mal nachschauen. Und wichtig ist wirklich, dass es ein Vokal ist. Ja, das kann man gar nicht oft genug sagen, denn das ist einer der häufigsten Aussprachefehler. Also nicht kurz oder kurz und auch nicht über oder über oder sowas, sondern kurz und über. Überlegen, kurz überlegen. Da muss ich kurz überlegen. Im Wort muss haben wir einen ungespannten Vokal, O, also nicht U, sondern O, nicht muss, sondern muss, muss ich. Hier achte darauf, dass du die Wörter miteinander verbindest, dass du fließend übergehst von muss zu ich. Du kannst es dir so vorstellen, dass das S von muss eigentlich zu dem Ich wandert, also muss ich. Das gleiche stell dir vor zwischen kurz und über. Ja? Kurz über. Wenn dir das Video bis hierhin gefällt und du hier was lernen kannst, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du kurz einen Daumen nach oben geben könntest. Und falls du neu hier bist, herzlich willkommen. Abonniere gerne meinen Kanal. Am besten drück auch auf die Glocke, um Benachrichtigungen zu aktivieren, damit du kein neues Video mehr verpasst. Der Vokal am Anfang von über ist ein gespannter Vokal. Der ist hier verkürzt, weil das Wort keinen Akzent trägt, aber es ist trotzdem ein gespannter Vokal. Also da sieht man zum Beispiel, dass es einen Unterschied gibt zwischen langen und kurzen Vokalen einerseits, aber andererseits eben auch die Qualität eine Rolle spielt. Es ist also kein Ö wie ein Stück oder 5. Es ist nicht über, sondern über. Überlegen. Da muss ich kurz überlegen. Vergiss nicht, dass du jeden Satz hier in diesem Video mit Hilfe der Imitationstechnik Shadowing auch selbst mitsprechen und nachsprechen solltest, um diese flüssige Sprache zu trainieren. Und diese fließenden Übergänge zwischen den Wörtern auch, dass du keine Pausen machst zwischen den Wörtern, das spielt eine ganz, ganz große Rolle,
dabei, ob man dich gut versteht, ob man dir folgen kann und wie man deine Deutschkenntnisse bzw. in vielen Fällen sogar, wie man deine Kompetenz wahrnimmt. Ja, das spielt eine viel größere Rolle als einzelne Vokale. Also wenn du vielleicht an einer Stelle das Ü nicht perfekt als Ü aussprichst, sondern doch ein bisschen zu ungespannt, dann hat das nicht so einen großen Einfluss auf diese Dinge, wie wenn du viel zu viele Akzente setzt oder wenn du viel zu viele Pausen zwischen den Wörtern machst oder wenn du überartikulierst. Und wenn dich das genauer interessiert, warum das so ist, was also wirklich zählt, worauf es wirklich ankommt, wenn du deine Aussprache verbessern möchtest, deine Sprechwirkung und was man eigentlich tun sollte, womit man anfangen sollte, wenn man systematisch daran arbeiten möchte, dann kann ich dir nur wärmstens empfehlen, mal auf meine Webseite zu schauen. Den Link findest du unter diesem Video direkt dorthin oder du gehst direkt auf deutschmitbenjamin.com und dort habe ich für dich eine 3-teilige Videoserie vorbereitet, in der ich das alles einmal erkläre. Die ist völlig kostenlos, du brauchst nur deine E-Mail-Adresse einzutragen und dann bekommst du sie in wenigen Minuten zugeschickt. Gut, dann machen wir mit dem zweiten Satz weiter. Und der ist in 2 Intonationsphrasen eingeteilt, deswegen habe ich hier diese 2 Schrägstriche dahin geschrieben. Interessanter Punkt, da fällt mir spontan gar nichts zu ein. Auch ein sehr praktischer Satz, den du sagen kannst, um souverän eine Denkpause zu überbrücken. Interessanter Punkt, da fällt mir spontan gar nichts zu ein. Interessanter Punkt, Punkt. Der Konsonant hier ist kein N, sondern ein Anglaut. Der entsteht genau dort, wo auch K entsteht. Ja? Deswegen spricht man den hier. Jetzt gibt es allerdings hier noch so eine kleine Besonderheit, nämlich dass wir am Ende dieses Wortes 2 sogenannte Plosive haben, also K und auch T. Dieser erste Plosiv, der fällt hier in diesem Fall komplett weg, da sich schon das N angepasst hat. Das ist eine Assimilation auch und aus diesem N also ein Anglaut geworden ist. Es reicht also Punkt, Punkt zu sagen. Der Vokal ist kurz und ungespannt. Das ist genau der gleiche Vokal, den wir auch im Wort muss haben. Also nicht Pu, Pu, sondern Pu, Pu, Punkt, Punkt. Und die beiden Plosive, also der erste ganz am Anfang des Wortes P und der zweite ganz am Ende des Wortes T, die werden aspiriert. Also nicht Punkt, Punkt, sondern Punkt, Punkt. Wenn du diese Plosive nicht aspirierst, das machen zum Beispiel häufig auch Muttersprachler des Russischen, Ukrainischen, Polnischen, generell Muttersprachler slawischer Sprachen, die aspirieren die Plosive nicht und sagen Punkt, Punkt. Und für mein deutsches Ohr klingt das dann wie ein B und ein D, ja, aber wir wollen Punkt mit P und T. Interessanter Punkt. Im Wort interessanter haben wir hier noch den Fall, dass wir auch eigentlich einen Fall der E-Schwa-Tilgung, ja? Und wenn dieses E-Schwa zwischen 2 Konsonanten ist, dann tilgen wir es. Wirklich in den meisten Fällen, um richtig zu betonen. Also interessanter Punkt. Und dadurch stehen nun T und dieses R direkt nebeneinander und es kommt zur sogenannten progressiven Assimilation. Also Assimilation, die Laute gleichen sich aneinander an, ja? Ein Plosiv, ein Konsonant, der stimmlos ist und der überträgt jetzt diese Stimmlosigkeit auf das R. Das R ist also kein R, sondern es ist ein stimmloses R. Das ist fast wie der Achlaut. Ach, acht, intr, intr, interessanter Punkt, interessanter Punkt. Ich habe einen Artikel auf meinem Blog, da findest du mehrere Regeln zu den Assimilationen, den kannst du dir gerne mal anschauen. Ich verlinke den auch hier unter dem Video, weil ich jetzt schon häufig hier in diesem Video über Assimilationen gesprochen habe. Genau, lies dir das dort gerne durch, wenn dich das interessiert. Also, interessanter Punkt. Hier habe ich noch das E-Schwa dazu geschrieben, denn in dieser Silbe in der zweiten Silbe von interessanter, haben wir also auch einen ganz kurzen Vokal und das ist das E-Schwa. Es ist nicht interessant oder interessant, sondern interessant, interessanter Punkt. Und am Ende natürlich ein A-Schwa, das hatten wir vorhin schon. Ja, die Silbe ER, wenn sie unbetont ist, sprechen wir als A-Schwa. In der zweiten Intonationsphrase auch nur ein Hauptakzent, ein, ja, das ist das einzige, beziehungsweise die einzige Silbe, die hier betont werden sollte, primär.
Und wenn wir nun vor einer betonten Silbe, beziehungsweise wenn wir eine betonte Silbe haben, die mit einem Vokal beginnt, dann sprechen wir im Deutschen einen Glottisschlag oder Knacklaut davor. Das ist dieser sogenannte Vokalneueinsatz auch, ja? Also wir können jetzt nicht sagen zuein, zuein. Das geht nicht. Wir müssen sagen zu ein. Da fällt mir spontan gar nichts zu ein. Achte hier wieder auf die A-Schwallaute, mir und gar. Dann pass außerdem auf, dass du fällt mit einem sagst, also mit einem kurzen, ungespannten fällt, dass es nicht fehlt wird. Das wäre ein ganz anderes Wort. Etwas fehlt, du hast es nicht, es fehlt dir. Ja, aber hier ist es fällt. Und natürlich wieder alle Wörter, diese unbetonten Wörter, schön fließend ineinander übergehen lassen, miteinander verbinden, keine Pausen dazwischen. Da fällt mir spontan gar nichts zu ein. Und was passiert jetzt zwischen den Wörtern fällt und mir? Achte mal auf das T. Wenn ich nur sage fällt, dann ist es T, ein richtiges T. Aber wenn ich jetzt diesen Satz sage, dann klingt das ein bisschen anders. Hör mal genau zu. Da fällt mir spontan gar nichts zu ein. Fällt mir. Was passiert hier? Es passiert hier etwas Ähnliches, wie wenn wir Wörter haben mit ten, in dieser unbetonten Silbe ten, wie zum Beispiel warten. Da haben wir ja auch die E-Schwartilgung und dadurch klingt das T auch nicht wie ein richtiges T, sondern es wird sozusagen durch die Nase gedrückt. Also wir bereiten ein richtiges T vor, und dann drücken wir aber alles durch die Nase raus. Diesen Verschluss lösen wir also nasal. Warten. Und genau das Gleiche passiert auch hier. Ja, also da brauchen wir nicht die E-Schwartilgung dazu, damit das passieren kann, sondern es passiert generell, wenn T vor M oder N ist. Ja, also fällt mir. Da fällt mir spontan gar nichts zu ein. Ja, hier zwischen nichts und zu haben wir auch eine Besonderheit. Wir müssen zweimal z sprechen, nichts zu. Ja, z. Wichtig ist aber auch hier, dass du trotzdem keine Pause machst. Also, dass es nicht sowas wird wie nichts zu, sondern wirklich schnell. Und du kannst diese Kombination zweimal z einfach mal alleine üben, also isoliert. Und dann Stück für Stück machst du es immer ein bisschen schneller, bis es wirklich richtig schnell ist. Und dann sagst du den Satz, da fällt mir spontan gar nichts zu ein. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Satz, zum dritten Chunk. Und der lautet, dazu habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Und dieser Satz ist auch ein richtig guter Satz. Das ist ein ganz typischer Satz, den wir typischerweise sagen, auch als Muttersprachler, weil auch als Muttersprachler muss man ja manchmal einfach überlegen. Man ist vielleicht überfordert, in diesem Moment so schnell zu antworten. Auch nicht jeder Mensch ist so schlagfertig und hat immer sofort eine Antwort parat. Und das ist wirklich ein ganz typischer Satz, den wir sehr häufig sagen, um trotzdem spontan zu reagieren. Ja? Denn das ist meistens der Unterschied zwischen Nicht-Muttersprachlern und Muttersprachlern, wenn sie Zeit zum Denken brauchen. Nicht-Muttersprachler stocken meistens bzw. blockieren komplett und sagen dann gar nichts, kriegen gar nichts raus. Und Muttersprachler sagen doch irgendwas. Ja? Also sie sagen doch irgendwas und das sind hier eigentlich alle diese Sätze in diesem Video sind Sätze, die du in solchen Situationen sagen kannst. Aber dieser hier ist wirklich sehr typisch. Genau, und was an diesem Satz auch besonders ist, es geht alles wieder darauf zurück, dass wir im Deutschen pro Intonationsphrase nur eine akzentuierte Silbe haben, einen Hauptakzent haben. So ist es richtig. Ja, und das ist eben auch so, wenn diese Intonationsphrase relativ lang ist, so wie hier. Und das stellt eine besondere Herausforderung für dich vielleicht dar, denn es ist für viele schwierig, diese ganzen unbetonten Silben, alle davor, wirklich relativ flach zu sprechen. In vielen Muttersprachen ist das anders, also in vielen anderen Sprachen. Ich höre das vor allem auch viel, wenn Menschen mit slawischer Muttersprache zu uns kommen, dass sie ja sehr viel nach oben, nach unten gehen mit der Melodie und das machen wir im Deutschen nicht so. Ja?
Dazu habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Achte mal wirklich auf die ganzen Silben vor dem Dang. Dang, da geht die Stimme ein bisschen nach oben, aber auch nicht so extrem weit nach oben. Ja, das machen wir nur, wenn wir besonders emotional sprechen. Und jetzt achte mal auf die ganzen Silben davor. Dazu habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Ja, merkst du, dass meine Melodie ziemlich flach ist, aber das ist so richtig im Deutschen, ja, das ist so natürlich, das ist die natürliche Sprechmelodie. Und du siehst es hier schon im Wort Gedanken, Gedanken, haben wir wieder zweimal den Anglaut. Einmal ist er sowieso da, wäre er auch im Singular da, also Gedanke, Gedanke, aber auch hier im Plural Gedanken, Gedanken, Gedanken. Meine Zunge bleibt wirklich nach dem A, also nach dem A geht sie in die Stellung für den Anglaut. Das ist auch die gleiche Stellung für das K. Ja, also der hintere Teil der Zunge an den hinteren Gaumen nach oben. Da klebt sie sich dran und dann bleibt sie da. Bis zum Ende des Wortes. Gedanken. Die Zungenspitze bleibt unten. Jetzt mit der richtigen Melodie und achte gleichzeitig auf den Achlaut in gemacht. Gemacht. Ja, Gedanken gemacht. Gedanken gemacht, Gedanken gemacht, Gedanken gemacht. Und jetzt sagen wir, keine Gedanken gemacht, keine Gedanken gemacht, keine Gedanken gemacht. Achte drauf, diese markierten Vokale hier, das sind auch E-Schwallaute. Also es ist nicht E, es ist nicht Ä, es ist ganz, ganz klein. Es ist nur eine Andeutung von einem Vokal. Keine Ge, keine Ge, keine Ge, ne Ge, ne Ge, ne Ge. Es ist so, wie als würdest du nur N und G sagen, ohne Vokal. Aber der Vokal kommt automatisch raus, wenn du das machst. Keine G, keine G. Und dann gehst du in der betonten Silbe mit der Stimme etwas nach oben. Keine Gedanken gemacht, keine Gedanken gemacht. Hier haben wir wieder zweimal das A-Schwa. Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Und gar, da fällt das R sozusagen komplett weg. Es ist nur noch ein A. Gar, ja? Ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Sag das alles ohne Pause. Achte wieder drauf, dass du die Wörter fließend ineinander übergehen lässt. Hier hat das wieder zur Folge, dass auch sich diese zwei G-Konsonanten hier anpassen an den Konsonanten davor. Das ist wieder die progressive Assimilation. Ja, der Konsonant Ch am Ende von ehrlich ist der Ich-Laut, der ist stimmlos und der macht jetzt auch dieses G stimmlos. Also nicht, dass du sagst ehrlich gesagt, sondern ehrlich gesagt. Im Wort noch ist es der Achlaut, noch gar. Ja, aber genauso haben wir auch hier diese Assimilation. Bleibt stimmlos und G wird auch stimmlos. Noch gar. Und jetzt sagt das alles mit flacher Melodie. Gesagt noch, da haben wir wieder diesen Fall, dass wir kein richtiges T sagen, sondern das sozusagen mit dem N verbinden und wieder nasal lösen. Gesagt noch, ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Dazu habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Mir natürlich wieder mit A-Schwa. Und wir tilgen normalerweise das E-Schwa in der Ich-Form von Verben auch. Ja, also sagen wir häufig nicht habe ich. Vor allem tun wir das nicht, wenn das Verb keinen Akzent trägt. Und Verben tragen im Deutschen selten den Akzent. Ja, also hier ein prädestinierter Fall, dieses E-Schwa auch zu tilgen. Und dann stell dir wieder vor, um den fließenden Übergang zwischen den Wörtern hinzubekommen, dass du also dieses B quasi von dem Verb wegnimmst und an das Ich dran machst. Hab ich. Dazu habe ich mir. Und das alleine ist eigentlich auch schon ein richtig guter Chunk, den du mehrmals nachsprechen kannst, zum Beispiel mit der Imitationstechnik Shadowing, aber du kannst auch einfach für dich alleine, ohne dass du jedes Mal ein authentisches Audio dazu vorher anhörst, diesen Satz immer und immer wieder nachsprechen, beziehungsweise für dich alleine eben aussprechen, um diesen Satz zu automatisieren, ja? Oder diesen Satzanfang. Es ist ein Satzanfang. Wir Muttersprachler, wir tun das. Wir sprechen nicht Wort für Wort, sondern wir haben so Bausteine sozusagen,
die wir während dieses Denk-Sprechprozesses aneinanderreihen. Also nicht Wort für Wort, sondern eher so Baustein für Baustein. Und dieses dazu habe ich mir ist ja ein sehr häufiger Satzanfang. Und dann kommen wir zum letzten Chunk für heute. Gute Frage. Gute Frage. Auch ein sehr, sehr typischer deutscher Satz, den wir häufig benutzen, um in Gesprächen spontan zu reagieren, um zu signalisieren, im Moment habe ich die Antwort nicht parat, ich brauche einfach 1-2 Sekunden, um mir im Kopf was zurechtzulegen. Ja, Akzent auf Fra in der zweiten Intonationsphrase, die ist natürlich nun von der Prosodie und Aussprache her ein bisschen interessanter als diese Interjektion. Gute Frage. Und du merkst schon, das Gute ist ganz, ganz klein bei mir, ganz, ganz kurz. Auch der Vokal, du hast bestimmt gelernt, im Wort gut ist es lang. Dieses U, ja, ist es auch, aber wenn es nicht betont ist, wird der kürzer. Gute Frage. Wenn du das so sagst, klingst du absolut akzentfrei deutsch, klingst du absolut muttersprachlich. Gute Frage. G. Achte auf die beiden E-Schwallaute, dass es nicht D oder D wird oder G am Ende oder G, sondern T, G. Gute Frage. Und das R im Wort Frage wird aufgrund des F, dieses stimmlosen Konsonanten, auch stimmlos. Das ist wieder ein Fall der progressiven Assimilation. Das heißt, der erste Laut, in dem Fall F, beeinflusst den zweiten. Ja? Das R wird zu einem Ch. Und das ist im Prinzip nichts anderes als ein Achlaut. Ja? Also wenn du den Achlaut wie in acht oder gemacht richtig aussprechen kannst, dann kannst du auch diesen Achlaut hier im Wort Frage sagen. Frage. Dann klingst du richtig typisch deutsch, fast akzentfrei deutsch. Und ich würde dich an dieser Stelle einfach mal herausfordern, dass du dir einen von diesen Chunks jetzt mal auswählst und den einfach mal selbst sagst, dich dabei aufnimmst. Also nimm dir wirklich dein Handy, stell es vor dir hin und nimm dich dabei auf, wie du den sagst. Und dann vergleich deine Aussprache mit der Aussprache, die ich hier im Video demonstriert habe. Vergleiche genau die Punkte, über die wir heute gesprochen haben. Hast du auch den entsprechenden Laut stimmlos gemacht, der eben hier stimmlos sein sollte? Hast du wirklich genau diese flache Melodie eingehalten? Hast du wirklich das E-Schwa getilgt? Oder hast du doch noch irgendwie ein Vokal mitgesprochen zwischen dem Gedanken zum Beispiel? Hast du Gedanken gesagt oder hast du wirklich Gedanken gesagt? Tu das mal und schreib mir dann in die Kommentare, wie es gelaufen ist. Und wie schon erwähnt, wenn du systematisch an deiner Aussprache arbeiten möchtest, nicht genau weißt, was eigentlich wirklich zählt, auch so ein bisschen überfordert bist von den ganzen Informationen, die man hier in verschiedenen YouTube-Kanälen sieht und vielleicht denkst, dass man erstmal alle Vokale und Konsonanten richtig können muss, bevor man sich dann mit diesen fließenden Übergängen zwischen Wörtern und der richtigen Betonung auseinandersetzen kann, dann hol dir auf jeden Fall meine kostenlose Videoserie über den Link unter dem Video oder direkt über deutschmitbenjamin.com. Danke, dass du heute dabei warst und ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest.